Hallo ihr Lieben, ich bin Lia, willkommen auf meinem Kanal. Jetzt nachdem ihr den allerersten Teil der Serie E.T.s Fakten vs. Fiktion gesehen habt, hatten wir erstmal ein paar Basisdinge abgeliefert. Das heißt, ich habe versucht, euch Basisstrukturen zu erklären. Wenn ihr noch nicht dieses Video gesehen habt, lade ich euch ein, geht zurück und schaut euch auf jeden Fall die ersten Teil an, um zu verstehen, was ich euch noch weiter teilen werde. Für die, die neu sind, kurzer Disclaimer, ich bin ein Produkt aus dem Hybridisierungsprogramm. Das heißt, ich bin zu einem Teil Mensch, zum anderen Teil Pleiadi, zum anderen Teil Seda. Ich stehe im direkten Kontakt mit verschiedenen ETs und das Wissen, was ich euch teile, ist Wissen aus direkter allererster Hand. Es ist keine gechannelte Information. Es ist nichts, was ich mir irgendwie aus dem Ärmel schüttel, dafür ist mir meine Zeit zu schade, sondern ich bin hier mit einer Mission, nämlich euch vorzubereiten für den direkten Kontakt mit ETs, euch zu unterstützen, aufzuwachen, euch zu unterstützen, in eure Kraft und in eure Power zu kommen und unter anderem ein weiteres Projekt auf die Erde zu manifestieren, nämlich das Kids Ascension Projekt. Mehr dazu wird es in den nächsten Videos geben, was das Kids Ascension Projekt ist und wie es euch hilft in eurem Prozess auf der Erde. Okay, gut, wir hatten die Basisdinge abgesprochen, das heißt, wie ist eigentlich 5D? Ihr habt gelernt in dem ersten Video, dass 5D kein semiphysischer Raum ist, in dem die ETs sich einfach materialisieren, dematerialisieren und in ihrer Merkaba durch die Gegend reisen, sondern ihr habt gelernt, dass 5D die materielle Matrixwelt ist und 3D eine Wahrnehmungsperspektive ist. Und in 5D, besser gesagt in der materiellen Welt, dort oben, dort wo die Menschen alle hingehen, übrigens die Erde ist bereits fünfdimensional, aber eure Wahrnehmungen nimmt sie in der dritten Dimension wahr. Und jetzt mache ich Dimension, warum sage ich Dimension? Dimensionen existieren nicht in Hierarchie, wie ihr das kennt oder gelernt habt. Es gibt keine 9. Dimension, 12. Dimension. Gibt es nicht. Es gibt aber sehr wohl Existenzräume und Frequenzräume und verschiedene Level des Bewusstseins. Bewusstseinslevel bedeutet, wie viel kann ich verarbeiten mit meinem Bewusstsein? Wie viel kann ich steuern mit meinem Bewusstsein? Wie viel habe ich bewusst Einfluss in meiner Realität? Das bestimmt, in welcher Dichte ich mich befinde. Dichte gleich Informationsdichte, die ich verarbeiten kann. Wenn ich viel Informationen verarbeiten kann, habe ich eine hohe Dichte an Informationen, die ich verarbeiten kann, damit halten kann. Das bestimmt letzten Endes, in welcher Dichte und in welchem Level des Bewusstseins ich bin. Und Dichte und Bewusstseinslevel gehen immer 1 in 1, Hand in Hand. Okay? Gut. Der nächste Step. Warum gibt es keine 9. Dimension? Warum gibt es keine 12. Dimension? Etc. Warum existiert das nicht? Wir haben die materielle Welt mit den Bewusstseinsleveln der Kapazität, Dinge zu steuern, zu halten und zu verarbeiten. Dadurch habe ich eine hohe Informationsdichte, ein hohes Coding. Okay? Wenn ich ein hohes Coding und ein hohes Bewusstseinslevel habe, heißt viele Daten halten kann, dann bin ich auch in der Lage, die höheren Existenzräume mehr vom ganzen Bild wahrzunehmen. Und das bestimmt, in welchem Existenzraum ich mich befinde. Okay? Wenn ich in der materiellen Welt bin und ich eine unglaublich hohe Kapazität habe, Frequenzen zu halten und zu monitorisieren und zu steuern und eine hohe Frequenz habe, bewege ich mich in dem höheren 5-dimensionalen Bewusstseinslevel. Aber das 6-dimensionale Bewusstseinslevel kann auch in dem 5-dimensionalen Bewusstseinslevel agieren. Und hier geht es dann, wenn meine Datenverarbeitungskapazität und die Frequenzen, mit denen ich arbeite, eine gewisse Menge an Daten übersteigt, bin ich nicht mehr länger in der rein materiellen Welt verankert, sondern betrete die semiphysische Welt, weil ich mehr steuern kann, mehr verarbeiten kann. Okay? Das bedeutet, dann gibt es das nächste Bewusstseinslevel, das mehr kann als das untere Level, wie in einem Computerspiel. Okay? Wenn ich mehr steuern kann, kann ich zum Beispiel irgendwann steuern, ob ich materiell bin oder nicht.
Und das ist dann das Attribut, was man jetzt in 6-dimensionale Bewusstseinsebene kategorisieren kann. Wenn ich aber dann irgendwann mal die Illusion von Identität verliere, das bedeutet, mich nicht mehr identifiziere als dieser Körper oder als das eine und nicht das andere, in dem Moment komme ich in das universelle Bewusstseinslevel, das Unified Field, das Feld, in dem alles ist, Äther. In dem Moment bin ich alles. In dem Moment steuere ich alles. Und in dem Moment habe ich keine Identifikation mehr, das eine und nicht das andere zu sein. Und wenn die Identifikation fällt, fällt die materielle Welt. Und dann wird die materielle Welt zu einer Entscheidung. Und das ist das, wo die Dimensionen aufhören. Das heißt, wir haben universelles Bewusstsein, wir haben die semiphysische Realisierungsebene, wir haben die materielle Realisierungsebene und dann darin die kategorisierten Wahrnehmungslevel und Bewusstseinsverarbeitungslevel. Okay? Das ist die Wissenschaft, wie es in 5D ist. Es gibt Wesen, die viel mehr von ihrer Realität managen können. Die können sich materialisieren und dematerialisieren, aber die sind offiziell nicht mehr Teil der materiellen Welt, sondern der semiphysischen Welt und gelten als ganz individuelle Spezies, die als Guides aktiv sind für die materiellen Wesen, für die materiellen inkarnierten Spezies, die ganz normal ihre materielle Welt leben und diese Kapazität noch nicht aktiviert haben. Und die sind damit Teil der Welt, aber auch nicht. Okay? Das ist eine nächste wichtige Information. Und die meisten Attribute, die man in der New Age Community in die 5. Dimension schreibt, sind die Attribute aus dem universellen Feld, Übergang semiphysisches Feld. Die ETs dort oben in der Regel materialisieren und dematerialisieren sich nicht. Die ETs sind physisch, sie leben, sie gehen auf Toilette, sie essen, sie haben Emotionen, sie haben Gedanken, sie haben Probleme, deswegen seid ihr hier. Sie leben ganz normale Leben wie ihr und ich. Sie haben Gefühle und sie machen Fehler. Und sie haben auch Themen. Sie haben Konflikte teilweise miteinander und sie haben auch Krankheiten. Deswegen sind sie extrem hochtechnologisch auch aufgestellt, was das Lösen von Krankheitsproblemen anbelangt. Es gibt auch so viele Spezies und was der Punkt ist, und dazu neigen die Lyra-Rassen alle, dass sie alles vermenschlichen. Die Lyra-Leute machen alles zu Lyra, so wie andere Spezies alles, zum Beispiel die Katzenartigen, die Urma, alles zu Urma machen. Ist ja logisch, ist ja euer Coding. Und die Menschen neigen dazu, die ETs zu vermenschlichen. Sie sprechen von ETs und sie glauben, ETs retten sie. Warum ETs euch nicht retten, das habt ihr in dem ersten Teil. Erfahrt ihr das in relativ guten Details, weshalb ETs nicht kommen, um euch zu retten. Aber weshalb sie hier sind, ist auch erklärt. Das heißt, ETs sehen euch schon als sich selbst und als Mensch und als ihre Vergangenheit an und wollen sich selbst helfen. Aber sie mischen sich nicht ein, weil sie wissen, dass alles genauso wie es ist gut sein darf. Der Mensch neigt aber dazu, alles irgendwie zu vermenschlichen oder komplett zu alienaten. Das heißt, entweder projizieren die Menschenbewusstsein auf ETs, dass zum Beispiel ETs immer Verständnis haben, haben sie nicht. ETs es gibt Rassen, die haben kein Verständnis für Menschen, überhaupt nicht. Es gibt Rassen, die finden Menschen furchtbar. Vom Geruch angefangen bis hin zu dem, was sie tun. Es gibt Rassen, die haben Angst vor Menschen, furchtbare Angst. Wir sind der größte Albtraum für diese Rassen. Es gibt ETs, die verurteilen Menschen aufs Böste. Es gibt ETs, die essen Menschen. Ja, die gibt's. Es gibt ETs, die lieben Menschen. Und die haben so viel Verständnis und so viel Liebe. Und es gibt ETs, die haben gar keine Haltung zu Menschen, weil sie uns noch nicht mal kennen. Oder uns kennen, aber keine Gefühle haben. Und das nicht einkategorisieren können. Und uns deswegen als eine Bedrohung ansehen, weil sie nur sehen, dass wir aus irgendwelchen Gründen handeln, die sie nicht erklären können, weil sie keine Gefühle haben. Solche Dinge muss man auch einfach mal greifen können. Das heißt, bitte, 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 vermenschlicht nicht die ETs. Sie sind keine Menschen. Aber ihr seid Menschen. Euer Bewusstsein ist ganz einzigartig ihr. Und lernt mal zum Beispiel die schrägsten
Haltungen, die ihr euch vorstellen könnt auf der Erde, anzunehmen und zu akzeptieren. Das bereitet euch übrigens vor und macht euch kompatibler überhaupt mit ETs. Weil, ganz ehrlich, wenn ihr zum Beispiel die Leute verurteilt ohne Ende, das kriegen die mit. Die sind telepathisch, die sind mit euch verbunden, die kriegen ganz genau mit, wo ihr wirklich seid und wo ihr glaubt, wo ihr seid. Die ETs wissen genau, wo ihr steht. Die lesen eure bewussten Gedanken und eure unbewussten Gedanken und eure unterbewussten Gedanken. Die wissen genau, wer ihr seid. Ihr könnt denen nichts erzählen. Ich lese auch in jedem Kommentar, was ihr schreibt, den Imprint von euch. Ich lese euch, ich kenne euch, wenn ich euren Kommentar lese. Und gerade die dazu neigen, negative Kommentare zu schreiben oder die dazu neigen, spirituell klug zu scheißen. Ich lese euer Energiefeld hinter den Kommentaren, weil ich ein ET zum größten Teil bin. Ich trage das Bewusstsein in mir, ich bin voll telepathisch. Das bedeutet übrigens Telepathie, nicht nur Gedanken hören, sondern Informationsfelder zu lesen, was an Energien in etwas sind, was jemand hinterlässt, in Fußabdrücken Energien zu lesen. Das ist die Kapazität von ETs. Das kann ich auch. Und ihr könnt denen nichts vormachen, nichts bleibt vor ihnen verborgen, gar nichts. Und sie wissen, wer ihr seid. Und deswegen haben sie Liebe für euch, die Liebe fühlen. Nicht jeder fühlt Liebe. Deswegen haben sie Verständnis für euch, die Verständnis haben. Was aber nicht heißt, dass sie nicht auch mal sauer sind. Was nicht heißt, dass sie nicht auch mal verzweifeln oder auch mal sagen so, pff, Idioten da unten. Ja, ganz ehrlich, ja, auch sie denken das manchmal. Und ich auch. Aber es heißt nicht, dass ich euch nicht liebe. Das heißt nicht, dass ich nicht für euch kämpfe oder anderes. Ich muss nicht hier sein. Aber ich bin hier freiwillig, weil ich es will, weil ich euch liebe. Und das ist genau das, was sie auch tun. Sie sind hier, sie unterstützen euch. Sie sehen euch als Teil von sich. Und teilweise ist es genau so. Ihr seid eine vergangene Inkarnation von ihnen. Eine alte Inkarnation, eine ursprüngliche Rohdiamant-Inkarnation. Und sie lieben euch. Und trotzdem kommt manchmal Wut und Verzweiflung hoch. Und dieser Moment, wo wirklich jeder mal ganz fest in Sofakissen beißen muss. Übrigens, sie haben auch Sofas. Na sowas. Sie haben Schuhe dort oben. Ja, sie laufen nicht barfuß und nicht jedes ET-Wesen levitiert über den Boden. Sie gehen auf Toilette, habe ich gesagt. Sie haben Toiletten dort oben. Sie essen. Viele ETs essen von der Erde. Nicht alle. Nicht. Ja, die wenigsten können das vertragen. Aber die im Erdorbit sind, die allermeisten, können menschliches Essen verdauen. Und kommen auf die Erde, um menschliches Essen zu sich zu nehmen. Die Erde ist auch interessant übrigens aus vielen verschiedenen anderen Faktoren, wie zum Beispiel die Kuriosität, die Artenvielfalt, aber auch das Spektrum, was wir hier leben und was man erfahren kann. Auch die Challenges, besonders die Challenge. Man kann fast sagen, es ist ein Award, wenn die ETs sagen können, ich habe hier ein paar Monate auf der Erde gelebt als Step-Down. Step-Down sind ETs, die von oben nach unten auf die Erde kommen, sich unter Menschen mischen und als Menschen agieren, leben, eine menschliche Identität annehmen und eine menschliche Erfahrung machen. Meistens nehmen sie Identitäten von verstorbenen, vermissten Personen oder schaffen sich eine eigene, je nachdem wie lange und permanent sie bleiben wollen. Step-Downs sind physische ETs, Lyra-Leute von verschiedenen Planeten, die auf die Erde kommen und ein menschliches Leben führen. Nächster Fakt. ETs sind unter euch. Sie leben mit euch. Ein Beispiel. Hier, ich bin hier. Ich bin hier. Und viele andere, und ihr würdet es nicht mal im Ansatz kapieren. Vielleicht einige, die mit mir schon lange zusammen sind, würden es auf Anhieb wahrscheinlich merken, dass das ein ET ist. Aber die wenigsten checken das. Und das ist so lustig. Und wir haben Daten, unzählige Daten auf den Schiffen, wo genau das bestätigt. Gerade die Ayal, die gehen auf die Erde, mischen sich unter Menschen, wissen genau, wer denn da so offen ist für ET-Kontakt und wer dann sagt, ich bin bereit für ET-Kontakt, ich möchte ET-Kontakt haben, ich bin so weit, ich bin so fertig, so bereit für euch. Und die Ayal kommen physisch als Stepdowns runter und andere treffen euch und gucken, ob ihr sie erkennt. Und bisher, die Quote ist unglaublich. Was glaubt ihr, wie groß die Quote ist? Einmal in die Kommentare. Wie groß ist die Quote von den Leuten, die wirklich erkennen, dass ein ET vor ihnen steht, die davon schreien, dass sie bereit sind? Und es wirklich sehen. Bereit sein bedeutet, ihr seht sie, ihr erkennt sie. Das bedeutet bereit sein. Was glaubt ihr, wie viele Leute sie erkannt haben? Nicht mal 5%.
5%. Nicht mal 5%. Tendenz Richtung 2. Das ist eine krasse Quote. Muss man das mal verdauen. Und ihr erkennt sie, wenn euer Bewusstsein ready ist. Ihr erkennt sie, wenn euer Bewusstsein ausgedehnt und weit ist. Und das kriegt ihr alles hier auf meinem Kanal. Kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich teile hochwertigen Content, unglaublich hochwertigen Content. Und für die, die tief tauchen wollen und wirklich in den Fast Track gehen wollen, für euch, ihr lieben Schätze, habe ich verschiedene Kurse im Setup. Hier, dehnt euer Bewusstsein aus und ihr steht nicht mehr wie der Ochs vorm Berg und vor einem IT oder wie der Mensch vor dem IT und checkt's nicht, dass er mit einem IT gerade spricht und zu tun hat. Also lade ich euch ein, skippt durch den Kanal, schaut durch den Kanal, es gibt keine Videos, schaut es euch an, arbeitet mit der Materie, geht in die Tiefe, es ist alles da. Alles da, was ihr braucht, um bereit zu sein für den ET-Kontakt, um das Bewusstsein bereit zu haben, um es übersetzen zu können. Und wir sehen uns ganz bald wieder zum nächsten Teil von ETs, Fake versus Fiktion. Und wir tauchen noch ein Stückchen tiefer, noch ein Stückchen weiter. Und ich möchte noch mehr mit euch teilen, sodass ihr wirklich in diesem geilen Jahr 2024 mehr und mehr ready seid für eure ganz eigenen persönlichen ET-Kontakte. Und die über diesen YouTube-Kanal oder den Kanal von meinen Crewmitgliedern hinausgeht. Und von daher von meinem Herzen zu eurem Herzen, ich liebe euch und ja, gebt Gas, ihr habt es in der Hand.